Komet nimmt Kurs auf die Erde. Über Süddeutschland explodiert er und seine Bruchstücke hinterlassen metertiefe Einschlagskrater. Dass dieses Horrorszenario vor 2500 Jahren so passiert ist, davon sind einige Experten fest überzeugt. Und sie wollen jetzt mit wissenschaftlichen Methoden Beweise liefern. Doch renommierte Forscher bezweifeln, dass es den Chiemgau-Impact jemals gegeben hat. Sherlock, Matzko und Dr. Mergner sind heute für Sie unterwegs auf den Spuren eines rätselhaften Kometeneinschlags hier in Südbayern und des spannenden Gelehrtenstreits, der sich an dieser Theorie entzündet hat. Das hier um mich herum, meine Damen und Herren, ist der Tüttensee in Süddeutschland. Der Tüttensee ist eines der wärmsten Gewässer hier in der Gegend und deswegen urbeliebt im Sommer zum Schwimmen. Aber was die Badegäste nicht ahnen: Unter ihren nackten Bäuchen und Füßen könnte sich das Zeugnis einer der größten Naturkatastrophen verbergen. Der Tüttensee soll nämlich ein Krater sein, entstanden durch einen spektakulären Einschlag aus dem All vor 2500 Jahren. So zumindest die Theorie einiger süddeutscher Heimatforscher. September 2001. Im Chiemgau macht ein Gerücht über seltsam zerbrochene Tropfsteine unter Höhlenforschern die Runde. Das Sonntagshorn an der Grenze zu Österreich gerät schnell in den Fokus eines erfahrenen Höhlenrettungsteams. Hier in einer extrem unzugänglichen und steil abfallenden Höhle soll sich einer dieser Orte der Zerstörung befinden. Nach 6 Stunden an dunklen Steilwänden wird das Team fündig. Die Höhle mit den umgestürzten und geborstenen Tropfsteinen tut sich vor den Experten auf. Was hat sie zerstört? Ein Erdbeben vernichtet Tropfsteinhöhlen stärker. Menschen und Höhlenbären sind als Ursachen der Risse auszuschließen. Doch was zerreißt die alten Steine so präzise und versetzt sie wie von Geisterhand? Fast zur gleichen Zeit im Wald bei Altötting. Heimatforscher rätseln schon länger über unzählige muldenartige Strukturen in den Wäldern der Region. Wieder und wieder rücken sie mit Sonden an, um mehr über die verdächtigen Löcher zu erfahren. Sie finden Spuren von Metallen. Doch für Kriegsbomben typische Granatsplitter finden sie nicht, sondern Steine. Viele ganz ungewöhnliche Steine. Verfärbt, aufgeschmolzen und zerrissen. Mehr als 80 dieser Kraterstrukturen dokumentieren die Chiemgau-Forscher zwischen Altötting und Traunstein. Der größte von ihnen, der Tüttensee, östlich des Chiemsees. Erste Radaruntersuchungen bestätigen, der Muldengrund in den vermessenen Hohlformen wurde von einer ungewöhnlich starken Kraft verdichtet. Die Anordnung der Kraterstrukturen schließlich bringt die Chiemgau-Forscher auf eine unheimliche Vermutung. Sie suchen wissenschaftlichen Rat beim Würzburger Geophysiker Kurt Ernstson. Er und der Astronom Michael Rappenglück aus Gilching sind Experten für Einschläge aus dem All. 2004 schließen sie sich den Heimatforschern an. Unter ihrer Leitung beginnt eine systematische Untersuchung des Gebietes um den Tüttensee. Mit Hochleistungstiefensuchgeräten sondiert eine Gruppe aus Geophysikern den Boden im potenziellen Kraterstreufeld. Verdächtige Stellen werden ausgehoben. In der Geophysik ist es immer so, man kann kontinuierlich in den Untergrund hineinschauen und auch sehr viel sehen. Aber sinnvoll ist es doch, wenn man an einigen Stellen die Befunde sozusagen überprüft mit einem Schurf, mit einer Bohrung. Und genau das machen wir hier. In mehr als 40 Grabungen um den Tüttensee finden sie massenhaft zerstörtes Material und merkwürdige Steine. Weiter vom Tüttensee entfernt fehlen solche Auffälligkeiten. Doch auf einer nahegelegenen Baustelle sorgt eine neu entdeckte römische Terrasse für Aufregung. Hier sehen die Chiemgau-Forscher im Untergrund weitere Spuren ihrer Katastrophe.
Auf lehmigem Untergrund mit einem Findling liegt eine Trümmermasse. Das Dokument einer gewaltigen Zerstörung, glaubt man Cort Ernstsson. Darüber lagerte sich neuer Boden ab, auf dem 500 Jahre später die Römer erneut siedelten. Bronzezeitliche Funde lassen vermuten, der Einschlag aus dem All traf Menschen. Das Besondere an diesem Aufschluss, das wirklich auch für mich aufregende, besondere und in dieser Form wohl einmalige auf der Welt ist, dass wir diesen zwei Kulturschichten haben, aber dass dieses katastrophale Ereignis, das der Mensch erlebt hat, das können wir hier zeigen, dass das eben ein kosmisches Ereignis gewesen ist. Ja? Und das ist etwas ganz Besonderes und in dieser Form auf der Welt bisher nicht gesehen. Ein Einschlag aus dem All vernichtet vor rund 2500 Jahren fast ganz Südostbayern. Glaubt man der Hypothese, läge eine ganze Region auf einem riesigen keltischen Grab. Der Gunnar und ich, wir sind jetzt gerade unterwegs zu Deutschlands drittgrößten See. Das ist der Chiemsee. Und auch dort ereignen sich ganz seltsame Dinge, die unsere Geschichte so ein bisschen nach Sir Arthur Conan Doyle klingen lassen. Denn viele Chiemseefischer beklagen sich über zerrissene Netze und berichten von ganz komischen Steinen, wie zum Beispiel diesem Stein hier. Der ist sehr, sehr scharfkantig. Das ist auch der Grund, warum die Netze zerrissen sind. Der Clou ist jetzt, der Seegrund, also der Boden des Chiemsees, besteht eigentlich nur aus Matsch. Das heißt, solche Steine haben dort überhaupt nichts zu suchen. Wer schon mal in diesen Matsch reingetreten ist, der weiß ganz genau, wie sich das anfühlt. Wir werden uns die Geschichte jetzt mal vor Ort anschauen. Caro Sherlock Matzko auf einem Boot der Wasserwacht. Ja, und Dr. Merkner geht in die Luft mit einem Leichtflugzeug und schaut sich das Ganze von oben an. Genau, und danach wissen wir vielleicht ein bisschen mehr über diese angeblichen Fakten, die von renommierten Forschern auch stark angezweifelt werden. Berlin, Museum für Naturkunde. Hier sitzen die Hauptgegner der Impact-Hypothese. Ihr Kopf ist der Mineraloge und Impaktforscher Wolf-Uwe Reimold. Zusammen mit anderen international führenden Impaktforschern stellte er den Chiemgau-Einschlag in mehreren Veröffentlichungen in Frage. Reimold kritisiert unter anderem die Arbeitsweise des Teams um Cort Ernstsson. Ohne Zweifel waren wir fasziniert, als wir von der Möglichkeit von Impact im Chiemgau gehört haben, das erste Mal. Wir fanden es dann allerdings sehr seltsam, dass direkt von Einschlagskratern gesprochen wurde. Nicht zunächst mal von einem möglichen Einschlag im Chiemgau, sondern direkt von Einschlagskratern, Ejekta, von Impactkratern und so weiter, als wäre es schon Faktum. Für vermeintliche Krater wie den Tüttensee haben Wolf-Uwe Reimold und sein Berliner Kollege, der Geologe Thomas Kenkmann, eine ganz andere Erklärung. Und die hat mit der Region Chiemgau zu tun. Wir haben da doch einige Bedenken, weil es sich in einem Gebiet befindet, dieses postulierte Streufeld, das also zahlreiche rundliche Strukturen enthält, die wir als Toteislöcher kennen. Toteislöcher gibt es in Gebieten, die in der Eiszeit von Gletschern bedeckt waren. Wenn ein Gletscher schmilzt und sich zurückzieht, bleiben oft vereinzelte Toteisblöcke zurück. Beim Rückzug werden mit dem Schmelzwasser Geröll und Schuttmassen aus den Bergen transportiert, welche die Toteisblöcke verschütten. Nach dem endgültigen Abschmelzen des Eises fallen die Schuttmassen zusammen und ein kleiner See bleibt übrig. Dass der Tüttensee ein Einschlagskrater sein soll und kein Toteisloch, halten die Berliner Gegner für wenig plausibel. Unserer Meinung nach sind die bislang vorgelegten Hinweise auf eine Kraterentstehung hier nicht ausreichend. Im gesamten Voralpengebiet gibt es unzählige Toteislöcher. Sollte ausgerechnet der Tüttensee keines sein? Während ich jetzt hier ein neues Kapitel aus der Reihe Wahnwitzige Flugobjekte aufschlage, können Sie sich in aller Ruhe angucken, was Ihnen, abgesehen von dem Flieger hinter mir, sonst noch aus dem Himmel auf den Kopf fallen kann.